Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Folge LA Noire. Oh, da steigt jemand aus. Wir sind gerade auf dem Weg, beziehungsweise hier vor uns liegt das, was war das denn? Wir sollten diesen Koffer fallen lassen. Na egal. Auf jeden Fall sind wir gerade vor dem Apartment von dem guten Alonso Mendez. Das ist der Fahrzeugeigentümer und der Mann, mit dem Celine Henry, also die Ermordete, in der Nacht gesehen wurde. Da wollen wir mal bei dem guten Herrn vorbeischauen, was der zu sagen hat. Während des Apartment, 11:39 Uhr. This guy's got a screw loose. Personen. War da nicht. Wir haben noch einen Hinweis bekommen, wo der wohnen soll. Von der Vermittlung. Wo steht denn das jetzt? Hä? Ach so. Mendez, apartment 16. Alles klar. Wissen wir Bescheid. 16. Hier steht was. Im 4. Stock. Äh, 6. Achso, 4. Stock. Treppen laufen. Und noch eins. So, da vorne ist es schon. Don't bother knocking, just kick the door in. Oh, lol. Bam! Take a look around and see what you can find. So schnell gehen die Türen auf. Okay. Wir sollten erstmal schauen, ob jemand zu Hause ist. Aha. Oh, fuck. Was ist das denn? Batterie? Der hat Lippenstift. Na komm. Nein. Na komm. Brothers could match the color and brand of the body. Oh, scheiße. Und die Rohrzange. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Steckschlüssel. Scheiße, wir müssen die Blutgruppe auf jeden Fall genau untersuchen. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Oh nein. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Wo ist er? Jetzt hab ich wollte die Hinweise noch suchen. Mensch. Du Idiot, komm her, bleib hier. You don't need to do this, Alonzo. Und runter. Und hinterher. Uah. Bam. Schnell, 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 schnell. Das tut doch schon weh. Get in and drive. Ja, genau. In unserer warmen Schrottmühle. Gut, dann Konzentration ist angesagt. Soll ich ihn rammen? Das hab ich gar nicht gesehen gerade, was er Hit gesagt him, hat. Cole. Spin him out. What the fuck? Häng ihn ab. Uah, ist gar nicht so einfach. Uah. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Okay. Ja, ist aber gar nicht so Hit him. einfach. Clean this asshole off the road. Uah. Oh. So, You're under arrest for the murder of Celine Henry. krass. Also haben wir jetzt schon... Das war's jetzt, oder wie?
kann ich mir nicht vorstellen. I ain't saying a goddamn thing. Na toll. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Jo, erstmal Whisky auf Eis. Aber ich wollte jetzt noch andere Hinweise suchen, Mann. Da lag noch eine Zeitung. The Red Lipstick Mörder. 17 von 19, ja, klasse. Fragen richtig, 4 von 7. Ja, es ist mittelmäßig. Der Verdächtige ist gefasst. Auch wenn du Jacob in einer Zelle der Central Division hast schützen lassen. Hä? 4 Sterne. Uiuiui. Super. Ja gut, hätte besser laufen können mit den Fragen auch. Mittlerweile sind wir ja erfahrener Mordspezialist. Hätte auch besser laufen können eben. Ich wollte nochmal... Ja, ich hätte nicht hinten rausstürmen dürfen ins Schlafzimmer. Ich hätte erstmal langsam... Aber ich wollte halt schauen, dass niemand da ist, ja. Es hätte ja sein können, dass er im Schlafzimmer steht, irgendwie. Keine Ahnung. Ich drehe doch auch nicht einfach eine Tür irgendwo ein und spreche ein. Als Polizeibeamte natürlich. Naja, gut. Haben wir unseren Chef, unseren Vorgesetzten stolz gemacht. Dann schauen wir mal weiter, was wir jetzt für einen Fall bekommen. This pain to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning up for you. Oh. Der goldene Schmetterling. The Golden Butterfly. Schon wieder eine Rohrzange. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Wir haben unseren neuen Fall. I'm telling you. Wir sollen erstmal den Tatort untersuchen, natürlich. I'm at a loss. I think I know the place where they found the lady. It Jetzt hab ich ihn aus overlooks Versehen Sunset gefragt. Boulevard. Let's go. Isn't he the cop that won the medal and is solving all the cases? Hier, fahr du mal, Junge. Kollege. Achso, da. Can you drive to this one? Gerade so faul. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. We might get along after all. Na klar. Now, boys,
Boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have 2 of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, Alonzo aren't there Mendez. similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that So you don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Oh, Jemine. This is awful. Wie sie alle drauf geiern. Awful. Detective? Why can't we I get was any first on closer? scene. Okay. You find her, Gonzalez? Not me. A family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Unter dem Pfefferbaum. So what's going on over there? I knew it wasn't safe around here anymore. Ach, da. Schon wieder eine. Can't be much help to you, Phelps. Oh je. Okay. Da ist ein Fußspuren wieder. The stomping angle in the Henry case, was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Ist das Symbonschuhe? Mir ist klar, dass wir immer noch diesen einen Mörder suchen. So, die Handtasche. Deirdre Mauler, Elternbeirat. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Ist da noch was? If the motive was robbery, why not take the money? Stimmt. Können auch was daraus holen? Nee. Elternbeirat Deirdre Muller heißt die gute. Also es war also kein Raubüberfall. Oder irgendwelche Hinweise? Nee, gut, dann untersuchen wir jetzt mal die Leiche. Ist echt seltsam. Was ist das Looks denn? like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist, too. I think her watch might have been torn off. Schon wieder abgebrochene Fingernägel, also hat Ähnlichkeit fast zu dem anderen Fall, wo wir gerade hatten. Da ist schon wieder der Ring. Fehlt wieder ein Ring. Alter, komm. What's this mark? A cut on a finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. War das nicht bei der anderen auch schon? Bei unserer anderen Leiche. Look at your mark. It's very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Okay, also sie wurde auch irgendwie stranguliert. Was ist das denn? Hallo? Kann ich ja nicht... Sagt da gar nichts dazu. Okay. Detectives, RNI says a Deirdre Mauler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mauler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Stimmt. Similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case.
This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. 41. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. Ja, wahrscheinlich. Okay. Es ist tatsächlich ähnlich mit dem Fall, den wir davor hatten. Mit Celine Henry. Gut, Huch. Oh, Oberda. Dann haben wir jetzt als nächsten Ort den Wohnsitz der Mollers. Fahren wir zu einem guten Ehemann, der die Frau als vermisst gemeldet hat. How bad is it? Come on, you It's can very tell bad. me. And I thought this was such a nice So area. rennt ihr so langsam eigentlich? Ja. You know the way. You can drive. So ist gespeichert. Dann würde ich für diese Folge wieder Schluss machen, weil jetzt ist es kürzer, dafür war die andere ein bisschen länger. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge vor dem Wohnsitz der der Mollers. Finde ich schon total lauter Namen. Vor dem Wohnsitz der Mollers wieder. Und dann befragen wir mal den Ehemann. Also, ich freue mich auf die nächste Folge und auch wenn ihr dabei seid wieder. Macht's gut. Ciao.